Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Heute zeige ich euch eine köstliche ketogene Gemüselasagne, die nicht nur einfach herzustellen ist, sondern auch ganz köstlich schmeckt. Mashallah. Eine ketogene Lasagne mit Hähnchengeschnetzeltem hatte ich euch schon mal gezeigt. Das Video kann ich euch hier nochmal verlinken. Darin hatte ich euch auch gezeigt, wie man diese Lasagneblätter herstellt auf ketogene Weise. Deswegen zeige ich sie in diesem Video nicht nochmal. Deshalb solltet ihr euch das andere Video unbedingt nochmal anschauen. Meine ketogene Lasagne mit Zucchinischeiben als Lasagneblätter, die kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Zuerst werden wir diese Auflaufform hier jetzt mit Kokosöl einfetten und danach fangen wir auch gleich schon an, die Gemüsesoße zuzubereiten. Dazu geben wir natives Bio-Kokosöl wieder in die Pfanne und braten darin erstmal den Trester meines natürlichen Antibiotikums an. So lange, bis er anfängt braun zu werden. Alternativ könnte man natürlich einfach gehackte Zwiebeln und geriebenen Knoblauch verwenden und diesen anbraten. Sobald der Trester dann braun ist, werden wir ihn mit etwas Wasser, mit meinem dampfdestillierten reinen Wasser ablöschen. Und sobald dieses Wasser wieder verdampft ist, werden wir die Gewürze hinzugeben. Frisch gestoßener schwarzer Pfeffer, Bio-Ingwer, Bio-Kurkuma, Bio-Gemüsebrühe und Himalaya-Salz. Die Gewürze kommen in die Pfanne und werden kurz mitgebraten, damit sie ihr Aroma entfalten können. Und dann werden wir diese auch schon mit bio-passierten Tomaten ablöschen. Ich hatte hier allerdings meine gefrorene, fertige Tomatensauce dazu verwendet, die auch schon Gewürze beinhaltet. Wie man diese herstellt, das kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken, das Video. Und dann kommt auch schon Bio-Buttergemüse hinzu. Natürlich könnte man da auch variieren und anderes Gemüse verwenden, aber dieses Buttergemüse ist zum einen sehr günstig, Bio dazu und das Gemüse besteht aus mundgerechten kleinen Stücken. Dann habe ich hier jetzt noch von meiner eigenen selbstgemachten Kokosmilch etwas hinzugegeben. Wie man diese günstig und einfach herstellt, das kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken, das Video. Die genauen Mengenangaben werde ich euch wie immer unten in der Infobox mitteilen. Jetzt wird diese Soße einfach so lange köcheln gelassen auf kleiner Flamme und zugedeckt, bis das Gemüse gar sein wird. Das wird nicht länger als 10 Minuten dauern. Und in dieser Zeit stellen wir schon mal die sogenannte Bechamelsoße her. Dazu benötigen wir jetzt Bio-Quark und geben den in eine kleine Schüssel. Alternativ könnte man auch Bio-Frischkäse verwenden. Und dann kommen wie bei der Bechamelsoße Muskatnuss, frisch gestoßener Pfeffer und Himalaya-Salz hinzu. Wer der Meinung folgt, dass Muskatnuss nicht halal ist, der kann die einfach weglassen. Dann kommt noch, wie bei der herkömmlichen Bechamelsoße, Parmesankäse hinzu und dann wird das einfach alles verrührt. Wenn die Konsistenz etwas zu trocken und zu fest ist, gibt man einfach ganz wenig Wasser noch hinzu und dann wird nochmal wieder alles gut durchgemischt, bis wir eine richtig schöne cremige Konsistenz erreicht haben. Und damit ist dann auch schon die Bechamelsoße fertig. Ihr seht, wie einfach man die herstellen kann und hinterher schmeckt es ganz genau wie normale Lasagne damit. Hier sind die schon vorgebackenen, selbstgemachten Lasagneblätter. Die hatte ich euch ja wie gesagt in dem anderen Video schon gezeigt, wie man die herstellt. Deshalb unbedingt das Video dazu nochmal anschauen. Und da diese Lasagneblätter ja schon fertig gebacken sind, geben wir als unterstes ein Blatt davon in die Auflaufform und entgegen der Prozedur bei der herkömmlichen Lasagne, wo man ja zuerst Soße in die Auflaufform gibt und dann ein Lasagneblatt, weil das ja noch gegart werden muss. Hier aber ist alles schon fertig gegart, das heißt die Soße ist schon komplett fertig und das Gemüse ist durch. Die Lasagneblätter sind gar, deshalb geben wir diese jetzt abwechselnd hier in diese Auflaufform und dann kommt immer wieder abwechselnd zwischendurch dann diese sogenannte Bechamelsoße. Und weil eben alles schon gar ist, muss diese Lasagne nicht lange in dem Airfryer dann backen, maximal 10 bis 15 Minuten. Deshalb kann man diese Lasagne richtig schnell rucki-zucki im Airfryer zubereiten. Der Airfryer ist eben super dazu auch geeignet, weil es darin sehr viel schneller und energiesparsamer geht mit dem Backen. Gerne kann ich euch meine anderen Videos zu diesem Airfryer hier oben nochmal verlinken. Nach maximal 15 Minuten ist dann diese Lasagne auch schon fertig. Einfach ganz köstlich diese Sache. So viel schneller und einfacher kann man diese Lasagne zubereiten, wie wir jetzt gesehen haben. Im Gegensatz zur herkömmlichen Lasagne, wo man extra noch die Bechamelsoße zubereiten muss vorher und die im Ofen auch sehr viel länger dauert. Ja, und das Allerbeste ist natürlich an dieser ketogenen Lasagne, dass sie eben so gut wie kohlenhydratfrei ist. Auf die ungesunden herkömmlichen Lasagneblätter aus Auszugsmehlen, die keine Nährstoffe mehr enthalten, nur aus Stärke bestehen, den Blutzuckerspiegel stark in die Höhe treiben und die in Mengen gegessen irgendwann zu Insulinresistenz führen. Die Vorteile der ketogenen Ernährung allerdings liegen auf der Hand. Sie führen zu geringen Blutzuckerschwankungen, zu konstant niedrigem Insulinspiegel. Eine hohe Fettverbrennung findet statt, ein verbesserter Fettstoffwechsel,
Verbesserte Ausdauerleistung erhalten wir dadurch. Die Ketonkörper werden als Energiequelle für das Gehirn benutzt. Durch den minimalen Gehalt an Kohlenhydraten haben wir weniger Heißhunger und durch die hohen Mengen an hochwertigen Fetten erhalten wir ein erhöhtes Gefühl von Sattheit. Weniger Konzentrationsschwankungen entstehen. Ein gesteigertes Wohlbefinden entsteht und die ketogene Ernährung kann entzündungshemmend wirkend und dadurch ein aufgedunsenes Gesicht und Hautunreinheiten verbessern. Und Ketonkörper können im Gehirn neuroprotektiv wirken, also schützend auf Nervenzellen und dadurch den Verlauf einzelner Erkrankungen positiv beeinflussen. Ja, damit ist dieses Video beendet. Ich wünsche viel Erfolg beim Nachbacken dieser leckeren und gesunden ketogenen Lasagne. Guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen und wenn euch mein Video gefallen haben sollte, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, dass ihr das Video mit euren Freunden und Bekannten teilt, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, vergesst auch nicht das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.